Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Wie im letzten Video angekündigt und ja, mit dem Blick auf den Kalender wird es auch Zeit. Hier kommt das Video zur aktuellen Situation in Kuba im Juli 2022. Starten wir ja, wieder mit dem aktuellen Wechselkurs. Der Unterschied zwischen offiziellen und inoffiziellen Wechselkurs habe ich in einem Video zur Lage des Geldes in Kuba erklärt. Der Wert auf dem informellen Markt kann auf der Seite El Toque nachgelesen werden. Nachdem der Dollar und Euro vor 1-2 Monaten etwas runterging, ist zumindest der Euro wieder stark gestiegen. Aktuell liegt der Wert für 1 Euro bei ca. 120 Peso. 1 Dollar 110 Peso und 1 MLC liegt ebenfalls bei 120 Peso. Die virtuelle Währung MLC, welche eigentlich an den Dollar anhängt, hat mittlerweile einen höheren Wert als der Dollar und liegt gleich auf mit dem Euro. Man kann also sagen, 1 Euro ist gleich 1 MLC. Zumindest auf dem informellen Markt. Vom Thema Wechselkurs gehen wir mal rüber zur allgemeinen wirtschaftlichen Situation. Das geht ja quasi Hand in Hand ineinander über. Ich habe ja schon oft gesagt, dass in Kuba so gut wie alles extrem sehr viel teurer geworden ist. Das Schlimme ist, die Preise steigen weiter an. Als Tourist im All-Inclusive-Hotel bekommt man das nur bedingt mit. Wer ein wenig ins Land reist, wird das dann schon mehr mitbekommen. Ich habe Familie dort, meine Frau hat Familie dort. Wir unterstützen regelmäßig und ja, immer wieder stellt sich mir die Frage, wie machen das Kubaner, die keine Unterstützung im Ausland haben? Also klar, Kubaner leben im Normalfall in einem Mehrgenerationenhaushalt und jeder trägt etwas bei. Aber es gibt ja auch Kubaner, die auch diesen Rückhalt nicht haben. Das Durchschnittseinkommen eines Kubaners liegt ungefähr bei 2500 Peso im Monat. Um mal die Preise zu verdeutlichen, aktuell sind die Speiseölpreise auf 800 bis 1000 Peso gestiegen. Hier reden wir natürlich vom Straßenpreis. In den Geschäften sehen die Preise noch anders aus, aber man benötigt hier erstens eine Karte, um in den MLC-Geschäften bezahlen zu können. Zweitens muss diese Karte auch entsprechend Guthaben aufweisen. Und drittens müssen die Geschäfte auch entsprechend die Artikel anbieten. Oftmals werden Artikel schnell aufgekauft und man findet sie dann nur noch auf dem Straßenmarkt. Die Situation ist also mehr als prekär. All das und viele Gründe mehr sorgen dafür, dass auch immer mehr Kubaner das Land verlassen. Seitdem Kuba oder generell Kubaner nach Nicaragua reisen können, nutzen viele diese Möglichkeiten, auch generell diese Möglichkeit als Brücke in die USA. Seit Oktober letzten Jahres haben mehr als 140.000 Kubaner die US-amerikanische Grenze überschritten. Dazu kommen noch die Kubaner, die nach Europa oder sonst wohin ausgewandert sind. Und eine entsprechende Dunkelziffer. Allein die 140.000 sind schon knapp 1,3% der kubanischen Bevölkerung. Die Sache ist, es geht ja weiter. Auch in unserem Freundes- und Bekanntenkreis gab es und gibt es viele, die ausreisen. Sie verkaufen in Kuba alles, was sie haben und begeben sich auf die Reise. Fast jeden Tag entdecken wir Leute über Facebook und Co., die nun in den USA sind. Meine Frau sagt oft, bald ist ganz contra maestre dort und irgendwann wird genau diese Generation von jungen Menschen in Kuba fehlen. Ich und wir machen uns auf jeden Fall unsere Sorgen zu diesem Thema. Kommen wir zu den Einreisebestimmungen. Seit 2 Monaten sind die Impfnachweise sowie Negativtest nicht mehr notwendig. Die Erklärung zum Gesundheitszustand, also die Declaración Jurada de Salud, muss weiterhin abgegeben werden. Dies erfolgt mit den Zollangaben online verpflichtend über der Viajeros.
Auch hierzu habe ich ein extra Video online. Zusätzlich zu den Zollangaben wird noch die Touristenkarte und eine Auslandsversicherung benötigt, also Krankenversicherung. Insgesamt kann man sagen, dass die Bestimmungen wieder ähnlich aussehen, wie sie noch vor 2 Jahren waren. In meinem letzten Video im Juni hatte ich dieses Thema ansprechen wollen. Mir ist es jedoch ja, dann leider wieder untergegangen. Deshalb mache ich das jetzt einfach und ja, zeitlich passt es auch. Zum 30.06. war die Möglichkeit gegeben, Medikamente, Nahrungsmittel und Hygieneartikel zollfrei nach Kuba mitzunehmen. Am Flughafen wurden dafür also keine Zollgebühren erhoben. Diese Regelung wurde nun über den 30.06. hinaus bis zum 31.12. diesen Jahres, also ja, bis Ende des Jahres, verlängert. Kommen wir zu Via Sul. Wer Via Sul nicht kennt, das sind grob gesagt touristische Überlandbusse. Vor Corona wurden alle größeren Punkte in Kuba angesteuert. Aktuell sind noch nicht alle Routen komplett wieder verfügbar, aber fast. Die Hauptstrecke Santiago-Havanna fährt bis zu 3-mal täglich. Man kommt auch nach Viñales. Auf der Seite von Via Sul könnt ihr schauen, welche Routen aktuell fahren. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Der Bus war und ja, ist eine gute Alternative, wenn man sich über Land bewegen möchte. Mietwagen sind in Kuba recht teuer und sind aktuell eher schwieriger zu bekommen. Es herrscht auch ein entsprechender Kraftstoffmangel im Land. Tatsächlich würde ich aktuell vom Mietwagen eher abraten. Es sei denn, man ist ja ein offener Typ und kann zumindest ein bisschen Spanisch, um sich durchfragen zu können. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt ihm gerne einen Daumen nach oben und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann bitte jetzt nachholen. Tut euch nicht weh und ist kostenlos. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, saludos, ciao.